Und da siehst du schon, dass die Leute schon anfangen zu gucken. Ja. Was ist da? Was brüllt denn da? Und wie hart. Ne? Ja, genau. Lamborghini hat das hinbekommen, was ich von Anfang an nie gedacht hätte. Herzlich willkommen, eine neue Folge mit Frankie wieder. Hallöchen, Ne? Guten Tag. Schön, dass wir da sein dürfen. Immer. Wir haben ja eine Idee gehabt, so vor 2-3 Wochen haben wir telefoniert, oder? Ja. Wir vergleichen mal den Urus S und den RS Q8. Weil viele ja von euch sagen, mein Gott, was soll denn das? Ich kaufe ja eigentlich den Audi und zahle da, was kostet der S jetzt, der in der Liste steht? Der kostet ja 187.000 Euro. Ja, da kannst du mal gut 100.000 drauflegen. Würdest du sagen, es ist gleich? Nee, nicht ganz. Also du kannst schon meiner Ansicht nach die gleiche Basis erkennen. Wenn wir nachher in dem Urus sitzen, finde ich schon, dass man da einen Unterschied merkt. Das ist jetzt unsere Kernfrage. Wie viel hat Lamborghini vom großen Vorbild Audi übernommen? Was werden wir heute noch machen? Wir werden einen Außencheck machen, wir werden einen Soundcheck machen und wir werden natürlich auch über die Preisentwicklung reden, was so ein RS Q8 nach einem Jahr kostet und was ein Urus S nach einem Jahr kostet. Das wird echt interessant. Ich den Gewinner. Ja, das werden wir gleich beim Außencheck machen. Aber trotzdem ist es so, dass du hier auch immer gut gekleidet bist mit. Ja. Also es ist nicht too much, es ist, aber jeder weiß sofort Bescheid, okay, alles klar, das ist der RS Q8, okay, kein Spaß. Das Auto hat eine Spitzengeschwindigkeit von 305. Wahnsinn, gell? Ist unfassbar, für so einen Koffer. Unfassbar. Aber das geht nur, wenn du ein großes Paket dazu bestellst. Dann ist auch automatisch Keramikbremsen drin, weil sonst gibt es den noch in 2 anderen Paketen mit 250 oder mit 280. Und erst wenn du das Performance-Paket buchst, mit den Keramikbremsen, was dann automatisch dabei sein muss, um die 305 überhaupt freizugeben, dann hast du den schnellsten RS Q8. Das ist so ein Auto, ja, da haben die Leute einfach Lust drauf. Ja. Also ich sag mal, ich gehe da auch immer so ein bisschen nach mir. Das ist so ein Auto, den würde ich auch fahren, sofort. Ja, und das hat jetzt auch nichts mit abgehoben und so weiter. Aber das Auto ist wirklich so, würde ich sofort nehmen. Ja, finde ich auch. Ne? Find Wie ich du auch, schon ja. sagst, ist Find nicht ich so auch. auffällig. Ja. Ne? Wenn du willst, kannst du auch mal die Sau rauslassen. Ja. Aber ein schönes, entspanntes Auto. Absolut. Und der wird ja auch schon einige Jahre gebaut. Ja, der ist seit 2019 auf dem Markt. Überleg mal, das sind 5 Jahre. Klar. Und trotzdem steigst du ein und sagst nicht, Ja. oh, wie oldschool. Genau, oh, das ist aber es. kacke. Genau, Ja, das so, ist das es. ist so zeitlos, finde Genau, aber die Optik ist mir jetzt langsam ein bisschen zu müde geworden. Ich habe mich zu sehr an die jetzigen Autos gewöhnt. Und da brauchen wir jetzt definitiv neue Autos, auf jeden Fall Ja. neue Autos. ich. Das Auch war die ja lange eine Innenausstattung. Stärke, ne, von Audi. Ja, klar. Also schöne Autos zu bauen, das Klar. war wirklich lange eine Klar, Stärke. klar. Ich würde mal von euch gerne wissen, Oh, welches Auto findet ihr denn also interessanter, den Urus oder den RS Q8? Da bin ich mal echt gespannt. Da wird jetzt wahrscheinlich jeder sagen, natürlich der Urus. Aber ich würde dann schon dazu sagen, auch unter Berücksichtigung der Preise. Ja, ja, klar. Ja, weil Klar. ich sag mal, das Ding kostet einfach 100 mehr. Bin ich auch gespannt, wenn die Leute berücksichtigen diese ganzen Punkte, was dann rauskommt. Ja. Innenausstattung, was sagst du, Verarbeitung? Ja gut, das ist nach wie vor eine Stärke von Audi. Also das muss man schon sagen. Also ich habe ja auch in der Firma einen Audi, einen kleineren, da klappert nichts, Ja. da scheppert nichts, da funktioniert alles. Ja. Das Einzige, wo ich sagen muss, was bei dem Auto nicht funktioniert, die Spracheingabe hört nicht auf mich. Die Echt? Lady mag mich nicht. Null. Okay, komm. Da kann ich sagen, was ich will, die mag mich nicht. Dann probieren wir es. Navigiere mich zu Gottlieb Daimler Straße in Holzwickede. Funktioniert einwandfrei. Ja, mega. Ja. Ja, Ja. ich glaube, du bist nicht lieb genug, weißt du? Du bist so, du sagst bestimmt so, ey, mach. So. Mach. Genau. Mach. Und dann weißt du nicht, wo ich hin will. Nein, man muss schon Verdammte deutlich Axt. sprechen, aber ich finde Audi, was das betrifft, das machen die gut. Macht er jetzt? Guck mal. So, jetzt fragt er nicht. Moin, alles gut? Dankeschön. Guten Appetit, Jungs. Alles fit? Wie lange seid ihr noch hier? Zur Schule. Habt ihr noch 10 Minuten? Ja, Okay, wie findet ihr das Auto? sehr schön. Ja? schön. Was findet ihr so geil an dem Fahrzeug? Felgen?
Belgen. Ja. Und ist ja quasi der kleine Bruder vom Urus. Ne? Okay, da haben wir Ja, es. siehst du, da haben wir es doch, genau. Und Ja. Sound? Ja, der hört bei 3000 leider auf im Stand. Okay. Jungs, wartet 10 Minuten bitte. Ich bin gleich da und dann geht ein Espresso auf mich. Okay? Alles klar. Bis gleich. Also das Auto ist schon mal cool, oder? Sehr cool. Alles klar. Bis gleich. So, also hast du sofort gehört? Ja. Der kleine Bruder von dem Urus. Ja. Ja. Krass, oder? Mhm. Ja, das ist in den Köpfen der Leute drin. Das ist so wie, wenn du Tennis spielst und sagst, boah, du spielst wie der kleine Bruder von Boris Becker. Ja. Da kommst du auch mit klar. Weißt Der war du? gut, der war richtig gut, ja genau. Der war richtig gut. Jetzt müssen wir uns nämlich beeilen, weil wir müssen schnell die Kameras umbauen und schnell dahin fahren, weil die Jungs müssen noch zur Schule. Das ist übrigens auch geil, es ist 14 Uhr. Seit 11:30 Uhr in der Mittagspause. Ja, genau. Ja. Frankie, bei 150. 1, 2, 3. So, jetzt sind wir hier drin. Also ich sag dir eins, ich setze mich rein und spüre schon, dass die Sitze sportlicher sind. Ja, fester, ne? Fester, Fester. genau, So, und jetzt pass fester. auf. Okay, und jetzt? Ja. Okay. Ja, das ist schon. Ja, Ne? es wirkt auch schon von Armaturenbrett her und so weiter. Ich gehe total auf Verarbeitung ab. Spüre ich hier schon eine extreme Änderung. Aber dann haben wir hier wieder Plastik. Könntest du aber auch als Carbon bestellen innen. Ne? Genau. Das kannst du machen. Und dann kommen wir natürlich zum Herzstück. Ja, die haben es versetzt. Da haben sie in der Zwischendrin haben sie auch was natürlich, paar Knöpfe reingesetzt, Schnelltasten. Und das ist natürlich, wenn wir die Knöpfe für unsere Scheiben, also Scheiben auf und zu, sind 1:1 das gleiche. Wie Das, der Audi. ja, ja, auch hier die Embleme von der Spiegelverstellung, Genau. Spiegelheizung, Genau, so, genau. das ist tatsächlich alles Genau, das Gleiche. genau. Das muss man So, sagen. dann kommt noch dazu deine Blinker und Scheibenwischer, Ja, auch auch das 1:1. Gleiche. 1:1. Aber das hat alles seine Gründe, das erklären wir euch gleich, warum das gleiche ist. So, jetzt gucken wir, ob die Jungs noch da sind. Ja, das wäre richtig cool. So, Jungs, jetzt braucht der Hamid wieder eure Meinung. So, Jungs, darf ich euch filmen? Ja, klar. Und was sagt ihr zu dem Urus? Was gefällt euch besser? Ich bin zwar total der Audi-Fan, aber Ja. ich muss sagen, der Urus ist auch schon von der Lautstärke und von der Power her ein bisschen aggressiver. Ich finde Okay. ihn auf jeden Fall besser. Okay, also würdest du dir später eher den Urus kaufen als den RSQ8? Ja. Okay. Optisch, was gefällt euch hier wesentlich besser? Wesentlich besser. Ich glaube, ich würde da auch wieder ein bisschen mit so einem aggressiveren gehen. Der Audi ist ja so ein bisschen eleganter. Ja? Hier ist ja vorne die Einlässe, generell die Front finde ich einfach ein bisschen aggressiver. Wobei ich Okay. sage, der Audi ist halt einfach eleganter ausgelegt. Alles Hat er recht. Da gibt es ja eigentlich so ein 1:1. Ne? So richtig so ein Gewinner gibt es nicht. Ne? Elegant mehr der Audi, sportlich und so weiter mehr der Lamborghini. Ne? Ja. Alles klar. Jungs, vielen lieben Dank. Und jetzt viel Spaß. Ja klar, komm, machen wir. Viel Spaß in der Schule. Ja, noch. warte ich, dann fahre ich eben hier hin. Dann muss er wieder hier, geht mal auf Corsa. Da, Die Drehzahl da hört er sich sofort anders Ja. an. Das ist echt krass. Und da siehst du schon, dass die Leute schon anfangen zu gucken. Ja. Was ist da? Was brüllt denn da? Boah. Völlig, und wie hart. Hart, ne? Ja, genau. Das ist ja schon ein Zeichen, dass sie sich damit auseinandergesetzt haben, um trotzdem die Lamborghini-Gene zu behalten. Genau. Ne? Das ist ja wichtig. Oh. Genau das ist es ja. Das hatten wir eben bei den RSQ8 nicht. Nein, gar nicht. Und du hast schon recht. Wir reden über 100.000 Euro Unterschied. Und vor allem musst du ja eins sagen, du musst es ja auch mögen. Ja, klar. Also Ja, klar. du musst es mögen oder beziehungsweise es darf dir nichts ausmachen, dass dir jeder hinterhergafft. Genau, So, jetzt waren wir genau. hier gerade beim Schachtelwirt auf dem Parkplatz. Ja. Jeder guckt, du wirst angesprochen, Ja. schaut Ja. und ich will teilweise nicht wissen, was die Leute denken. Genau, So, und das genau. muss dir auch einfach klar sein, dass wenn du Genau. so ein Auto hast, dann muss dir das auch wurscht sein, was die Leute denken. Ja. Ja, Fazit innen, würde ich sagen. Du siehst schon extrem viele gleiche Teile. Ab hier haben sie angefangen, das zu ändern. Ab Gangschaltung und da Ja, haben sie aber angefangen. ich sag mal, sorry, wenn ich dir ins Wort falle, aber du siehst ja auch hier, dass du bei Lambo bist, durch diese... Genau. Alles ist Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. Sechseckig. Auch hier schön mit Lamborghini. Also das Auto wirkt sofort sportlicher. Soll es auch sein. Soll ja auch das Ganze sein. Und jetzt fahren wir zurück und gucken uns außen das Ganze mal an. Ey, guck mal. Geil. Testzentrum.
Nein, drunter. Gottlieb Daimlerstraße? Nein, da drunter, da. Wieder drunter. Ja, hier, der Schriftzug. F3. Ja, geil, ne? Fahrzeugforum Fliegenschub. Ja, steht da drin. Geil. Im Internet. Ach, geil. Hast du dich extra gespeichert? Ja klar, cool, ne? Ja, was sagst du? Sehr cool. Und jetzt haben wir mal einen Außencheck. Und das Erste, was mir auffällt, ist, eigentlich wirkt der Audi RSQ8 ein bisschen massiver, bulliger, oder? Vorne. Ja, bulliger. Bulliger, ja, bulliger, genau. aber nicht aggressiver. Nein, nicht aggressiver, aber der sagt, Ja. hier bin ich. Aber, ja. Und der Urus sagt einfach, ich bin filigran, ich bin schnell, ich kann alles, ich bin laut, wie ein Hai. Und hier haben wir einen Wal. Schöner Vergleich. Oder? Schöner Vergleich. Ja, doch grau wie der Hai. Genau. Das ist dann so ein Blau-Wal, blau-lila Wal. Das stimmt. Das stimmt. Jetzt sehen wir natürlich auch einen Riesenunterschied, was die Karosserie betrifft. Der Lamborghini ist halt filigraner, sportlicher, alles. Aber der hat hinten lange nicht so viel Platz wie der Genau. RSQ8. Genau. Das ist einfach so. Die Felgen 23 Zoll hier bei den Lamborghini und 23 Zoll auch bei den... 23 Zoll Winterreifen. Das ist heftig. Hammer. In diesem Bereich ist er halt hier, da wird er extrem sportlich. Aber du siehst auch natürlich hier, wie heftig der im Coupé-Bereich abfällt hinten. Der Q8 hat das ein bisschen geschmeidiger gemacht, deswegen auch viel mehr Kofferraumvolumen. Ja, aber was mir jetzt gar nicht so aufgefallen ist vorher, wo du das gerade sagst, ist mir das schon extrem aufgefallen, vorher noch nicht so, wie viel Konturen auch der RSQ8 hat. Ja. Das muss man schon sagen. Wobei von der Aggressivität her ist der natürlich schon krasser. Ne? Ist ja auch vom Fahren her. Ja. Soundcheck kommen wir gleich zu, aber jetzt kommen wir zu Wertstabilität. Und da kommt's jetzt, da kommt es. Der Audi RSQ8, so wie er hier steht, kostet ca. 187.000 Euro und der Urus S kostet ca. 100.000 Euro mehr, 287.000 Euro. Aber Lamborghini hat das hinbekommen, was ich von Anfang an nie gedacht hätte. Trotzdem haben sie es hinbekommen, ein sehr wertstabiles Auto hinzubekommen. Auch der erste Urus wird noch sehr stabil gehandelt. Und die Urus S und die Performante werden immer noch ein bisschen über Liste gehandelt. Ja, das ist durch diese Verknappung, sage ich mal. Genau, durch die Verknappung. Also da haben wir gerade schon mal drüber gesprochen. Du gehst zum Audi-Zentrum und sagst, ich möchte gerne RSQ8, dann kriegst du den. Genau. Ja, so, gehst du zu Lamborghini und sagst, ich hätte gerne Urus S. Ja, ist klar. Ja, genau. Ich glaube, bis 2027 ausverkauft die Biester. Zahlen sie erstmal an und dann geht's Richtig, weiter, genau. ne? Und das macht natürlich... Ja, macht dich rar, macht dich interessant. Genau, und deswegen werden die Autos auch die nächsten 2-3 Jahre schon dementsprechend wertstabil bleiben. Hiermit hast du Wertverlust, definitiv. Das ist leider Gottes so. Absolut. Dafür ist es, und das meine ich jetzt auch. Wesentlich. Ja, und das meine ich jetzt auch gar nicht böse. Dafür ist es Massenware. Absolut, ja. Ja, und das ist eben keine Massenware. Und das ist wie ein teurer Wein oder eine teure Uhr, die es halt selten gibt. Genau. Das bleibt erhalten. Das ist der Punkt. Also Fazit, ganz klar, der RSQ8 ist ein typisches Leasingfahrzeug. Least das Auto mit 20.000 Kilometer pro Jahr und gibt das Auto zurück und dann hast du keinen Stress. Und der aber Urus, es ist ein tolles Auto. es ist ein tolles Auto, gar keine Frage. Ja. Und bei den Urus S ist es so, kauf dir das Auto, fahr den 20.000, 30.000 Kilometer und du hast kaum Wertverlust, wenn nicht sogar gar keinen Wertverlust. Genau. So, und jetzt kommt natürlich die Kernfrage, wie viel Audi steckt in den Lamborghini? Man sieht natürlich Audi-Teile, wie meine Blinker, wie meine Scheibenwischanlage und so weiter, gar keine Frage. Aber Audi hätte das für Lamborghini natürlich eigenständig produzieren können, aber dann hätten wir A, viel mehr für den Urus nochmal zahlen müssen und B, hätten wir auch noch mal viel länger darauf warten müssen, auch noch mal, weil alleine so ein Blinkerhebel als so hinzubekommen, dass du sagst, so jetzt geht's in Serie, das kann bis 1 bis 2 Jahre dauern, bis du das überhaupt hinbekommst und dann noch die Forschung und so weiter. Was ich aber wiederum gut finde, natürlich sehen meine Displays gleich aus, aber trotzdem sind da grafische Unterschiede, wo mein Lamborghini-Charakter wiederkommt. In diesem Sinne, man sieht zwar Audi da drin wieder, aber wenn man die Autos richtig miteinander vergleicht, sind das zwei völlig verschiedene Autos, völlig verschiedene Klassen auch an Fahrzeuge. Definitiv, genau. So, jetzt machen wir aber Soundcheck. Ja. Komm, Urus zuerst. Da bin ich mal gespannt. Was meinst du, wer gewinnt? Aber geh auf Corsa, ne? Ist er lieb. Corsa. Geh auf Corsa. So, jetzt kommt's. Ja, da. Jetzt ist er auf Corsa.
Und jetzt? Ja, die hören bei 3000 Umdrehungen auf. Die hören bei 3000 Umdrehungen auf. Okay? Und jetzt der RSQ8. Das mache ich jetzt. So. Ja, der hört bei 3000 auf. Also ich denke, das ist eindeutig. Ja. Das ist okay, aber ich denke, das ist eindeutig. Und genau das ist ja auch unser Fazit. Das ruhigere Auto, das Auto, derjenige, der sich das Auto kauft, sagt, ich kann alles, ich kann Gepäck mitnehmen, ich kann meine Family mitnehmen, ich kann alle mitnehmen, gar kein Thema und ich falle nicht so auf und ich bin fast unschlagbar im SUV-Bereich. Und bei den Lamborghini ist es so, ich kann es mir leisten, ich habe Power, ich habe Sound, ich habe ein wertstabiles Auto und damit, das war es jetzt auch, jetzt gehen wir einen Espresso trinken. Oder? Alles klar. Ciao, mein Lieber. Ciao. Tschüss.